Ein einziger Fehler. Ein Fehler, den fast niemand bemerkt. Und der dich am Ende über 30.000 Euro deiner Rente kosten kann. Klingt unmöglich? Ist es nicht. In diesem Video zeige ich dir 5 stille Rentenfehler, die dich später vierstellig kosten. Damit du diese Fallen erkennst, bevor es zu spät ist. Und nicht eines Tages auf deinem Kontoauszug starrst und dich fragst, wo dein Geld geblieben ist. Und das Schlimmste? Diese Fehler passieren leise. Ohne Warnung. Ohne Brief vom Finanzamt. Du merkst sie erst, wenn du in Rente gehst und plötzlich fehlen jeden Monat Hunderte oder sogar Tausende Euro. Bleib bis zum Ende dran. Denn der 4. Fehler ist der teuerste. Und über 80% der Deutschen machen ihn, ohne es überhaupt zu wissen. Stell dir das mal vor. Du arbeitest 40 Jahre. Stehst jeden Morgen auf. Zahlst brav deine Beiträge in die Rentenversicherung. Und dann, wenn du endlich in Rente gehst, merkst du es, da ist viel weniger Geld als erwartet. Das passiert nicht aus Pech. Das passiert wegen kleiner Entscheidungen, die du heute triffst, und die du in 20 oder 30 Jahren bezahlst. Die deutsche Rentenversicherung schickt dir keine Warnung. Dein Steuerberater sagt es dir oft auch nicht. Niemand klopft an deine Tür und sagt, hey, hier verbrennst du gerade 5.000 Euro. Diese Fehler sind unsichtbar. Lautlos. Genau deshalb sind sie so gefährlich. Heute gehen wir 5 davon Schritt für Schritt durch. Ich erkläre dir, was passiert, wie viel es kostet und wie du es vermeidest. Fangen wir an. Fehler Nummer 1, du machst keine Kontenklärung. Was bedeutet das? Bei der deutschen Rentenversicherung läuft ein Konto über dein gesamtes Arbeitsleben. Jeder Job. Jeder Beitrag. Jede Ausbildung. Jedes Kind. Alles soll dort gespeichert sein. Aber jetzt kommt der Schock. In Millionen von Konten fehlen Zeiten. Ausbildungsjahre, die nie erfasst wurden. Kindererziehungszeiten, die niemand eingetragen hat. Monate, in denen du gearbeitet hast, aber der Arbeitgeber hat es einfach nicht gemeldet. Jedes fehlende Jahr kann dich später 30 bis 50 Euro Rente pro Monat kosten. Ein Leben lang. Rechne das mal hoch. 40 Euro im Monat, über 20 Jahre Rente, das sind 9.600 Euro. Vierstellig. Einfach weg. Und das Verrückte? Du musst nur einmal Bescheid geben. Einen Antrag stellen. Die Lücken werden geprüft und korrigiert. Aber 90% der Menschen machen das nie. Mach es. Heute. Den Antrag findest du online unter Kontenklärung Deutsche Rentenversicherung. Es ist kostenlos. Und es kann dein wertvollster Schritt dieses Jahr sein. Gleich zeige ich dir den Fehler, der dich im Krankenhaus Tausende Euro kostet, aber zuerst kommt Fehler Nummer 2. Fehler Nummer 2, du gehst zu früh in Rente. Klingt verlockend, oder? Mit 63 raus aus dem Job. Das Leben genießen. Endlich frei sein. Aber der Preis ist brutal. Für jeden Monat, den du vor deiner regulären Rentengrenze in Rente gehst, ziehen sie dir 0,3% ab. Permanent. Lebenslang. Das klingt nach wenig. Ist es nicht. Stell dir vor, du gehst 3 Jahre früher in Rente. Das sind 36 Monate mal 0,3%. Macht 10,8% Abschlag. Für immer. Bei einer Rente von 1.800 Euro im Monat sind das 194 Euro weniger. Jeden Monat. Über 20 Jahre Rente, über 46.000 Euro, weg. Vierstellig? Nein. Fünfstellig. Viele Menschen wissen das nicht oder rechnen es sich schön. Sie denken, ich habe lange genug gearbeitet. Aber finanziell ist es selten klug. Wenn du es dir leisten kannst, arbeite die zusätzlichen Monate. Oder noch besser, plane einen Übergang mit Teilrente. Oder prüfe die Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren, die geht ohne Abschläge. Das macht den Unterschied zwischen einer Rente, die reicht, und einer, die du jeden Monat aufstocken musst. Fehler Nummer 3, du verfehlst die 9/10 Regel. Jetzt wird es richtig teuer. Die meisten Deutschen wissen nicht einmal, was die 9/10 Regel ist. Aber sie entscheidet, ob du in der Rente günstig versichert bist, oder ob du jeden Monat mehrere 100 Euro draufzahlen musst. Hier die Regel: In der zweiten Hälfte deines Berufslebens müssen 90% dieser Zeit in der gesetzlichen Krankenversicherung gewesen sein. Nur dann kommst du in die KVDR, die Krankenversicherung der Rentner.
Wenn du diese Regel verfehlst, zum Beispiel weil du privat versichert warst, selbstständig oder im Ausland gearbeitet hast, musst du in der Rente den vollen Beitrag selbst zahlen. Auf alles. Nicht nur auf die gesetzliche Rente. Auch auf Miteinnahmen, Betriebsrenten, Kapitalerträge. Das kostet schnell 200 bis 400 Euro extra. Im Monat. Rechne mit. Mal 12 Monate. Mal 20 Jahre Rente. Das sind bis zu 96.000 Euro. Wegen einer Regel, die du wahrscheinlich nie gehört hast. Wenn du selbstständig bist oder zwischen DKV und PKV wechselst, lass dich beraten. Bevor es zu spät ist. Bleib dran. Denn jetzt kommt der Fehler, den fast jeder mit Riester-Vertrag macht und der dir bares Geld vor der Nase wegnimmt. Wir sind beim Moment, den ich dir am Anfang versprochen habe. Fehler Nummer 4. Du nutzt deine staatlichen Zulagen nicht. Das ist der Fehler, den über 80% der Riester-Sparer machen. Und es ist purer Wahnsinn. Pass jetzt gut auf. Wenn du einen Riester-Vertrag hast, gibt der Staat dir jedes Jahr Geld. Einfach so. 175 Euro Grundzulage. Plus 300 Euro pro Kind, das nach 2008 geboren ist. Pro Jahr. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, du bekommst die volle Zulage nur, wenn du den Mindesteigenbeitrag zahlst. Das sind 4% deines Bruttogehalts vom Vorjahr, abzüglich der Zulagen. Wenn du auch nur einen Euro zu wenig einzahlst, kürzt der Staat deine Zulage anteilig. Jahr für Jahr. Eine Familie mit 2 Kindern verschenkt so locker 600 bis 800 Euro pro Jahr. Über 25 Jahre Ansparzeit, mit Zinsen, sind das schnell 30.000 Euro. 30.000 Euro. Geschenkt vom Staat. Und du nimmst sie nicht. Warum? Weil niemand es dir erklärt. Die Versicherer kassieren die Provision. Die Bank stellt keinen automatischen Anpassungsantrag. Und du merkst es einfach nicht. Geh heute in deinen Vertrag. Prüfe deinen Eigenbeitrag. Berechne die 4% von deinem Bruttogehalt. Stelle einen Dauerzulagenantrag, damit das nie wieder passiert. Das ist der wertvollste Tipp dieses Videos. Wenn du nichts anderes mitnimmst, nimm das mit. Und jetzt der letzte Fehler. Der Fehler, der viele eiskalt erwischt. Fehler Nummer 5, du denkst, deine Rente ist steuerfrei. Ist sie nicht. Seit 2005 wird die Rente schrittweise stärker besteuert. Wer heute in Rente geht, muss bereits über 80% seiner Rente versteuern. Tendenz steigend. Das bedeutet, wenn deine Rente plus andere Einkünfte über dem Grundfreibetrag liegen, zahlst du Steuern. Jedes Jahr. Viele Rentner werden Jahre später vom Finanzamt angeschrieben. Mit Nachzahlungsforderungen für mehrere Jahre rückwirkend. Das kann schnell 2.000 bis 5.000 Euro kosten. Auf einen Schlag. Was du tun kannst. Erstens, kalkuliere deine Steuerlast vor dem Renteneintritt. Nicht danach. Zweitens, nutze legale Steuerstrategien wie das Ehegattensplitting oder die Aufteilung von Einkünften. Drittens, gib jedes Jahr deine Steuererklärung ab. Auch wenn du denkst, du musst nicht. So vermeidest du böse Überraschungen. Lass mich kurz zusammenfassen. Diese 5 Fehler sind keine theoretischen Probleme. Sie passieren jeden Tag. Sie passieren Tausenden von Menschen, vielleicht gerade deinen Eltern, deinen Nachbarn oder dir selbst. Und das Brutalste daran? Wenn du erstmal in Rente bist, ist es zu spät. Du kannst nichts mehr ändern. Die deutsche Rentenversicherung wird dir nicht zurückerstatten, was du verloren hast. Das Finanzamt wird keine Ausnahme machen. Die Krankenkasse wird dich nicht nachträglich in die KVDR aufnehmen. Jedes Jahr, in dem du diese Fehler nicht korrigierst, kostet dich Geld. Echtes Geld. 4-stellige Beträge. Aber das Gute ist, heute weißt du Bescheid. Heute kannst du handeln. Heute kannst du diese Fallen umgehen. Also, lass das nicht einfach so sacken. Mach noch heute einen Schritt. Geh online und beantrage die Kontenklärung. Prüf deinen Riester-Vertrag. Schau dir deine Krankenversicherung an. Ein einziger Anruf kann dir später Tausende Euro sparen. Wenn dieses Video dir die Augen geöffnet hat, lass ein Like da. Abonniere den Kanal für mehr ehrliche Finanztipps. Und schreib in die Kommentare, welcher dieser 5 Fehler hat dich am meisten überrascht? Denn am Ende geht es nicht darum, reich zu werden. Es geht darum, das Geld zu behalten, für das du dein ganzes Leben gearbeitet hast. Bis zum nächsten Video.